Jetzt lernen wir Relativsätze im Dativ. Lass uns gerade beginnen. Normalerweise benutzen wir ein Relativpronomen, diesmal im Dativ, und es hat einige Regeln. Das Verb muss am Ende stehen und das Relativpronomen muss immer entsprechen. Hier findet ihr eine Tabelle. Wir haben die Artikel und die Relativpronomen. Wenn der Artikel maskulin oder neutrum ist, dann benutzen wir dem. Wenn der Artikel feminin ist, dann benutzen wir der. Und wenn der Artikel plural ist, dann benutzen wir denen. Natürlich müssen wir wissen, was Dativ ist. Am Ende von dem Video zeige ich euch eine Lektion zum Thema. Wir machen mit ein paar Beispielen weiter. Es gibt 2 Sätze. Der Mann heißt James. Ich gratuliere heute dem Mann. Wenn wir das aber mit Relativsätzen sagen möchten, dann sollten wir sagen, der Mann, dem ich heute gratuliere, heißt James. Wir benutzen dem, weil der Mann maskulin ist, und das ist Dativ, weil das Verb gratulieren Dativ ist. Und am Ende gibt es den Rest von dem Satz. Außerdem sind die Kommas extrem wichtig. Übrigens, der Satz bedeutet, el hombre a quien felicito hoy se llama James. Das nächste Beispiel ist mit Neutrum und hier ist der Satz. Das Auto ist neu, ich fahre am Abend mit dem Auto, mit einem Relativsatz. Das Auto, mit dem ich am Abend fahre, ist neu. In diesem Satz benutzen wir dem, weil das Auto Neutrum ist, das steht in der Tabelle, und es ist Dativ, weil wir die Präposition mit haben, und mit ist immer mit Dativ. Am Ende von dem Video findet ihr eine Lektion zum Thema Dativ. Ich hoffe, dass es bisher klar ist. Wenn du eine Frage hast, kannst du in den Kommentaren fragen. Und bitte aktiviere die Benachrichtigungsglocke und abonniere meinen Kanal. Nun sehen wir die Situation, wenn es feminin ist. In so einem Satz, Maria ist intelligent, ich helfe gerade Maria, bilden wir den folgenden Relativsatz. Maria, der ich gerade helfe, ist sehr intelligent. Das bedeutet, Maria, a la cual ayudo, es muy inteligente. Hier wird der benutzt, weil Maria feminin ist, und es ist Dativ, weil das Verb helfen mit Dativ funktioniert. Dann haben wir den Rest von dem Satz. Wie ihr schon sicherlich bemerkt habt, funktioniert die Tabelle perfekt. Sehen wir gerade das folgende Beispiel. Die Leute sind Lehrer, er redet von den Lehrern, und dann mit einem Relativsatz, die Leute, von denen er redet, sind Lehrer. Das bedeutet, las personas de las que él habla son profesores. Hier benutzt man denen, weil die Leute plural ist, und von ist eine Präposition mit Dativ. Zunächst gibt es diese Übung für euch. Die Lösung findet ihr in den Kommentaren. Auch gibt es hier ein Video zum Thema Dativ und noch eine Playlist für alle Leute, die Deutsch weiterlernen möchten. Vielen Dank, bis bald, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Tschüss!